Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch einen super leckeren Käsekuchen ohne Boden und auch einige Tipps, mit denen ihr das Aufreißen oder Zusammenfallen des Käsekuchens vorbeugen könnt. Da weder mein Mann noch mein Sohn Käsekuchen essen, mache ich heute nur einen kleinen Kuchen. Für eine 26 cm Backform könnt ihr die Mengenangaben aber ganz einfach verdoppeln. Bevor ich den Teig zubereite, fette ich den Rand der Backform mit etwas Butter ein und lege den Boden mit Backpapier aus. Den Backofen heize ich auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vor. Für den Käsekuchen nehme ich 500 Gramm Magerquark, 4 bis 5 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Vanillepaste, ihr könnt aber auch ein Päckchen Vanillezucker nehmen, den Abrieb und Saft von einer halben Zitrone, und weil ich den Geschmack sehr mag, ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Das Puddingpulver könnt ihr aber auch durch Stärke ersetzen. Die Zutaten rühre ich zuerst mit einem Schneebesen glatt und mische die Masse dann mit 3 Eigelben und 125 Gramm zerlassener Butter. Die Eiweiße schlage ich mit ungefähr 60 Gramm Zucker zu etwa 3/4 steif und hebe den Eischnee dann unter die Quarkmasse. Die Quarkmasse fülle ich in die vorbereitete Backform, streiche die Oberfläche glatt und backe den Käsekuchen im vorgeheizten Backofen zunächst etwa 15 Minuten. Sobald sich die Oberfläche des Kuchens beginnt zu wölben, löse ich den oberen Rand rundherum mit einem Messer vom Rand der Form. Somit entspannt sich die Oberfläche wieder und reißt nicht ein. Anschließend lasse ich den Käsekuchen 15 Minuten weiter backen. Damit der Käsekuchen nach dem Backen nicht zu stark zusammenfällt und auch um Rissen vorzubeugen, nehme ich den Kuchen jetzt aus dem Backofen heraus und lasse ihn 5 Minuten abkühlen. Der Kuchen fällt dann etwas zusammen, das ist aber völlig normal und kein Grund zur Sorge. Nach der kleinen Pause backe ich den Käsekuchen noch weitere 20 bis 30 Minuten, bis die Oberfläche etwas Farbe bekommen hat.
Jetzt schalte ich den Backofen aus, klemme einen Holzlöffel in die Tür und lasse den Kuchen langsam im Backofen abkühlen. Beim Abkühlen sinkt der Käsekuchen wieder etwas zusammen, auch das ist ganz normal so. Damit der Käsekuchen nicht beim Herausholen aus der Form quasi noch im letzten Moment aufreißt, sollte der Rand rundherum von der Form gelöst werden. Wer möchte, kann ihn mit Hilfe eines Kuchenretters oder wie hier eines Hebebodens auf eine Platte legen. Dieser Käsekuchen ist sehr einfach zuzubereiten und schmeckt wirklich unwiderstehlich gut. Wenn ihr euch zurückhalten und auch mit einem Stück begnügen könnt, dann probiert ihn unbedingt auch mal mit 20 bzw. 40%igem Quark. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!